Ahoi, mios Capitals, hier ist wieder eure Suistar und willkommen zurück zu einer neuen Folge von How to Play. Heute geht es um das Thema, wie man am sinnvollsten Verbrauchsmaterialien einsetzt, richtiges Positionieren und die Aufgabe einer Schiffsklasse. Insgesamt haben wir in WoWS Legends derzeit 4 verschiedene Typen von Schiffsklassen. Lasst mich euch in der gerade eingeblendeten Grafik erklären, welche Aufgabe jede Klasse hat. Der Zerstörer hat primär 2 wichtige Aufgaben, darunter fallen die Caps einnehmen sowie das Aufklären feindlicher Schiffe. Zudem sollte er unterstützen, bei Caps verteidigen und auch die feindlichen Zerstörer zu vernichten. Der Kreuzer gibt primär dem Zerstörer Support, außerdem unterstützt er die Schlachtschiffe bei der Schadensausteilung auf feindliche Schiffe. Wenn Flugzeugträger mit im Gefecht sind, hilft er ebenso mit seiner Flugabwehr, da Kreuzer mitunter die stärkste Flugabwehr haben. Das Schlachtschiff verteilt Primärschaden und tankt Schaden der anderen Schiffe. Da Schlachtschiffe die meisten TP im Spiel haben sowie meist gute Panzerung, halten sie mehr aus als die restlichen Klassen. Flugzeugträger haben primär die Aufgabe, die Schiffe aufzuklären und das Team im Austeilen vom Schaden zu unterstützen. Die Klasse, welche sie hauptsächlich fokussieren, sind die feindlichen Zerstörer. Ebenso geben sie Flugabwehr-Support für das Team. Dies ist allerdings erst möglich ab Stufe 5. Nachdem wir nun die Aufgaben und Funktionen der verschiedenen Klassen erklärt haben, geht es nun um die Verbrauchsmaterialien. Es gibt derzeit 13 verschiedene Verbrauchsmaterialien, welche ich euch in den folgenden Grafiken alle kurz vorstellen möchte. Das erste, welches wir sehen, ist das sogenannte Schadensbegrenzungsteam. Dieses dient dazu, die Reparatur von beschädigten Modulen zu beschleunigen und das Löschen von Bränden sowie Wassereinbrüchen. Bedenkt, dass ihr danach eine Abklingzeit von 20 Sekunden habt. In der Wettbewerbsszene verwendet man das Wort DamageCon. Reparaturmannschaft. Dieses dient dazu, eine bestimmte TP des Schiffes teilweise wiederherzustellen. Bedenkt aber, dass nur leichte Schäden repariert werden können. Schwerer Schaden durch Torpedos, schwerer AP-Schaden oder Treffer in die Zitadelle können nicht wiederhergestellt werden. Radar. Das Radar dient dazu, gegnerische Schiffe für eine gewisse Zeit aufzudecken, welche sich im erfassbaren Radius befinden. Vorzugsweise benutzt man es, um feindliche Zerstörer aufzudecken. Auch kann man Schiffe in ihrer Nebelwand aufdecken. Sonar. Das Sonar funktioniert ähnlich wie das Radar, jedoch ist die Reichweite wesentlich kürzer, dafür aber die Dauer wesentlich länger. Zudem kann man damit auch bis zu einer gewissen Distanz gegnerische Torpedos aufdecken, wenn ein gegnerisches Schiff sich in einer Nebelwand befindet und innerhalb des Sonarradius ist, kann dieses aufgedeckt werden. Katapultjäger. Für eine gewisse Zeit startet ihr ein Flugzeug, welches über euch umherkreist und gegnerische Schiffe aufklären kann. Außerdem kann der Katapultjäger ebenso feindliche Flugzeuge abschießen. Nebelerzeuger. Fast alle Zerstörer und auch manche Kreuzer haben die Möglichkeit, eine Nebelwand zu setzen. Diese bleibt für eine gewisse Zeit und ihr bleibt dadurch für die Gegner unentdeckt. Allerdings können Sonar und Radar euch ab einem gewissen Radius aufklären. Ebenso müsst ihr aufpassen, da ihr ab einer gewissen Reichweite durch das Feuern mit der Hauptbatterie in der Nebelwand aufgehen könnt. Ebenso, wenn ein Schiff nah genug dran ist. Abluftnebelerzeuger. Der Abluftnebelerzeuger ist ähnlich wie der Nebelerzeuger, nur dass dieser eine viel kürzere Wirkungsdauer hat. Ebenso zieht ihr diesen Nebel mit euch her. Hauptbatterie-Nachladebooster. Dieser reduziert die Nachladezeit der Hauptbatterie, sodass ihr weniger warten müsst, um erneuert zu schießen. Torpedo-Nachladebeschleuniger. Dieser reduziert die Nachladezeit eurer Torpedowerfer, sodass ihr weniger warten müsst, um erneuert zu torpedieren. Defensives Flakfeuer. Das defensive Flakfeuer dient dazu, eine gewisse Zeit eure Flugabwehr zu verstärken. Diese schießt dadurch effizienter auf gegnerische Flugzeuge. Aufklärer. Dieser dient dazu, um vorübergehend für eine bestimmte Zeit die Granatengruppierung eurer Hauptbatterie zu erhöhen, sprich die abgefeuerten Granaten haben weniger Streuung. Verbesserte Sekundärgenauigkeit.
Dieses Verbrauchsmaterial hat die Funktion, dass ihr für eine gewisse Zeit eine verringerte Streuung und eine verbesserte Granatengruppierung mit eurer Sekundärbatterie habt. Motorboost. Der Motorboost erhöht für eine bestimmte Zeit die Höchstgeschwindigkeit von eurem Schiff basierend auf den Schiffsparametern, ohne Boni. Jetzt stellen sich natürlich die Fragen, wann ist es sinnvoll, Radar oder Sonar zu nutzen? Wie positioniere ich mich am effektivsten und wann benutze ich generell die Verbrauchsmaterialien am sinnvollsten? Zum einen kommt es auf das Schiff an, welches ihr fahrt, und natürlich auf die Karte. Die Karten haben alle eine Größe von 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42 oder 48 x 48 Kilometer. So ist ein Feld bei einer Karte von 24 x 24 Kilometer insgesamt 2,4 Kilometer groß. Aber weshalb ist das jetzt wichtig? Beispielsweise könnt ihr somit mittels der Karte ausrechnen, wie weit die Reichweite eures Radars geht. Hierfür möchte ich euch ein sehr interessantes Bild zeigen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Papa Nicholas, welcher uns das Bild zur Verfügung gestellt hat. Auf diesem Bild sehen wir alle bisher verfügbaren Radarschiffe im Spiel. Ebenso sehen wir die Reichweite und die Dauer des Radars. Angefangen von der Gajamara und Hisinyang, welche 7,5 Kilometer Radar für 15 Sekunden haben. Weiter geht es mit der Buchoni, welche 8,1 Kilometer Radarreichweite für 15 Sekunden hat. Mit 8,5 Kilometer Reichweite für jeweils 25 Sekunden folgen Atlanta und Belfast. 9 Kilometer Reichweite für 30 Sekunden haben Worcester, Cleveland, Alaska, Edinburgh, Wichita, Albemarle und Baltimore, während Orkan, Tallinn und Schorsch nur 15 Sekunden Radardauer haben. Im Übrigen hat die PC-Version der Albemarle kein Radar. Dies ist WoWS Legends exklusiv. Mit 9,5 Kilometer Reichweite gibt es bisher nur die Missouri, welche für 35 Sekunden ihr Radar nutzen kann. 9,9 Kilometer Radarreichweite für 25 Sekunden hat die Indianapolis und 40 Sekunden die Minotaur. Stolze 11,7 Kilometer Reichweite für 20 Sekunden besitzen Otschakov, Stalingrad, Riga und Chapajew. Sonar nutze ich persönlich nur, wenn ich an einem Cap stehe und Gegner in der Nähe sind, welche Torpedos besitzen, oder wenn ich permanent gespottet von einem Zerstörer werde. Schadensbegrenzungsteam benutze ich nur, wenn ich mehr als 2 Brände habe, mein Schiff ein defektes Ruder hat und im Kreis fährt und wenn ein Zerstörer mich torpediert. Aber auch hier warte ich die zweite Salve Torpedos ab, da sonst das Risiko hoch ist, dass ich eine nicht reparierbare Flutung erleide. Reparaturmannschaft benutze ich meist, sobald ich mehr als 30% der Schiffs-TP verloren habe. Früher lohnt es sich meiner Meinung nach nicht. Verbrauchsmaterialien wie defensives Flakfeuer oder verbesserte Sekundärgenauigkeit benutze ich nur, wenn der Flieger oder das Schiff schon sehr nah dran ist. Bei weiteren Entfernungen wäre dies sonst eine unnötige Verwendung. Bei der Nutzung von Nebelerzeuger solltet ihr natürlich darauf achten, dass kein Radarschiff in eurer Reichweite ist, da ihr sonst in den meisten Fällen direkt gespottet werdet. Torpedo-Nachladebeschleuniger sowie Hauptbatterie-Nachladebooster ist erst dann sinnvoll, wenn ihr wirklich die Möglichkeit habt, direkt noch einmal auf das Schiff zu wirken. Ansonsten spart es euch für einen anderen Zeitpunkt auf. Für das richtige Positionieren habe ich euch ein Beispielbild, in diesem Falle die Karte Norden. Ihr seht hier Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörerpositionen. Ich persönlich stelle mich gerne als Zerstörer rückwärts ins Cap, sodass, falls Radar angehen sollte, ich schnell die Flucht ergreifen kann. Das Problem ist, wenn ihr mit der Front in Richtung Cap steht, braucht ihr Zeit, um aus dem Cap rauszudrehen und gibt dem Gegner somit die Chance, auf eurem Zerstörer massiv Schaden zu verursachen. Bedenkt bitte auch, dass die Positionen für euch kein Muss sind, sondern lediglich ein Tipp aus meiner jahrelangen WoWS-Erfahrung.
Das war es auch schon für die heutige How-to-Play-Folge. Ausnahmsweise verrate ich euch, um welches Thema sich die nächste Folge handeln wird. Folge 9 geht um das Thema, wie spiele ich Zerstörer mit Heilungssetup, wie zum Beispiel Khabarovsk oder Taschkent. Falls dir meine How-to-Play-Folgen und generell mein Content gefallen, vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und ein Abo dazulassen, sodass du nichts mehr verpasst, sobald es neuen Content auf diesem Kanal gibt. Gerne dürft ihr auch in die Kommentare Fragen schreiben oder auch Verbesserungsvorschläge.